Herzlich willkommen, liebe Freunde der Chormusik, heute wieder aus Alwins Chor- und Komponistenküche. Heute geht es um das Thema Layout, ein kleines Video zum Thema Seitenumbrüche, Systemumbrüche. Wie verteile ich das, damit ich das gerne so auf den Seiten habe, wie ich es gerne hätte. Also, schauen wir mal rein. Ich habe hier eine Chorpartitur, die wir ja in der Regel so benutzen, aber stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt zum Beispiel für die Altstimme einen Auszug machen wollen. Als erstes gehe ich immer hin unter Ansicht, Seitenränder und Layoutzeichen aktivieren. Das ist für die Arbeit eine wichtige Orientierung, weil bestimmte Zeichen, wie zum Beispiel so etwas, das ist in dem Fall ein Seitenumbruch, ja ansonsten gar nicht angezeigt werden. Wenn ich das Layoutzeichen wieder deaktiviere, seht ihr, dann ist das ja weg. Also machen wir es schnell nochmal fix. So, ja, wir würden jetzt sagen, wir wollen die Altstimme rausziehen. Jetzt können wir ja hier in dieser Ansicht, können wir hier schon, wenn wir in der Leiste hier einen Rechtsklick machen, zum Beispiel sagen, von den Stimmen will ich mal die Altstimme sehen. Jetzt haben wir hier oben diese beiden Reiter, Partitur wie bisher, und hier im zweiten Reiter A ist die Altstimme. So, jetzt sehen wir schon mal, dass die etwas größer ist. Das ist unter Layout, kann ich hier oben schon mal die Skalierung, sagen wir mal, auf 6 machen. Dann ist das schon etwas passender. Man könnte hier oben auch einfach das jetzt runterziehen, damit der Titel mal innerhalb der Seitenränder ist, die wir jetzt ja so schön sehen, weil wir das im Layout aktiviert haben. Aber wie ist das jetzt mit den Umbrüchen und welche Möglichkeiten habe ich da? Unter Layout gibt es einmal den Reiter oder das Icon automatische Umbrüche. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich schon, dass das hier aktiviert ist. Und es gibt verschiedene Optionen, die ich hier anklicken kann. Ich kann zum Beispiel sagen, wann hätte ich gerne beim automatischen Umbruch einen Systemumbruch. Ich kann sagen, generell alle 4 Takte oder beim Studierzeichen, Tempotext, Doppelstrich, Tonartwechsel. Das kann ich genau hier definieren. Ich kann auch sagen, ob ich Mehrtaktpausen verwenden möchte oder nicht. Und hier kann ich festlegen, wann ich gerne einen Seitenumbruch hätte. Und hier unten, da haben wir noch diese Möglichkeit, bei einem ungünstigen Seitenumbruch, einer ungünstigen Wendestelle, kann man noch Brille oder Text anzeigen lassen als Warnhinweis. Ich muss offen gestehen, das mache ich meistens weg, weil bei Instrumentalstimmen versuche ich doch immer den Umbruch so hinzukriegen, dass das gut möglich ist. Dann kann man das aktivieren. Wir sehen jetzt hier keinen großen Unterschied oder gar keinen Unterschied, weil es schon aktiviert war. Dann haben wir aber hier noch 3 Optionen, das händisch vorzunehmen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier diese zweite Zeile ist mir zu voll. Dann markiere ich diesen Taktstrich und sage, hier hätte ich gern einen Systemumbruch. Klicke da drauf und dann sehen wir jetzt hier, dann passt das wunderbar in diese Zeile. Ich sehe auch das entsprechende Layoutzeichen. Das kann ich markieren und mit der Entfernen-Taste auch wieder entfernen. Dann habe ich den gleichen Zustand wie vorher. Seitenumbruch. Hier unten sagen wir, auf der Seite sind viel zu viele Zeilen. Ich hätte jetzt gerne hier, da wo dieser Doppelstrich ist, hätte ich gerne einen Seitenumbruch. Im Moment ist da ja nur ein Systemumbruch. Dann klicke ich auf Seitenumbruch und dann ist auch der Seitenumbruch an dieser Stelle. Vielleicht hier jetzt gerade noch eine Sache. Wir sehen jetzt hier unten ist zu wenig Rand. Da habe ich jetzt auch 2 Optionen. Ich kann mit Steuerung D in den Dokumenteinstellungen jetzt hier unten den Rand erhöhen. Sagen wir mal auf 15. Dann habe ich mehr Platz und habe hier Möglichkeiten, diesen Text, das Copyright und so weiter zu gestalten. Ich mache das nochmal rückgängig. Eine andere Möglichkeit wäre, das unterste System mit gedrückter Shift-Taste nach oben zu ziehen und dann hier ziehen und ausrichten. Hat den gleichen Effekt. Aber nochmal zurück zu den Umbrüchen. Wir hatten jetzt den Systemumbruch, den Seitenumbruch, den speziellen Umbruch brauchen wir heute nicht. Da gibt es ein extra Video zu, das befasst sich mit Titelseite und leere Seite am Ende
einer Datei. Das ist nämlich diese Geschichte, spezieller Seitenumbruch, leere Seite hinzufügen. Das brauchen wir heute nicht. Was noch interessant ist, ist die Option hier in diesem Bereich. Ist übrigens immer ganz praktisch, wenn man auf eine Funktion geht und ein bisschen wartet, dann kriegt man ja auch ein entsprechendes kleines Fenster angezeigt, in dem diese Funktion beschrieben ist. Und so ist hier oben Folgendes zu lesen: Zwingt die ausgewählte Passage in ein einzelnes System, wobei vor und nach der Auswahl ein Systemumbruch gesetzt und die Formatierung der Passage fixiert wird. Also, sagen wir mal zum Beispiel, wir hätten gerne noch diesen einen Takt hier unten mit im ersten System. Dann klicke ich den ersten Takt an, Shift-Taste diesen Takt. Ich habe jetzt diesen Bereich ausgewählt und sage jetzt, das hätte ich gerne in ein System. Klick, und jetzt sehen wir, hat er das gemacht. Ich mache es nochmal rückgängig. Nächste Funktion, in Seite einpassen. Zwingt die ausgewählte Passage in eine einzelne Seite. Also das, was wir jetzt mit dem System gemacht haben, kann man hier auch mit der Seite machen. Ich könnte jetzt sagen, hier, Shift-Taste dahin, dann habe ich die erste Seite markiert und noch diese 2 Takte, und jetzt klicke ich hier drauf und dann sind alle markierten Takte in diese eine Seite gezwungen worden quasi. Auch das mache ich wieder rückgängig. Und unten das letzte Zeichen, Takte zusammenhalten, stellt sicher, dass die ausgewählten Takte immer im gleichen System stehen. Also, machen wir mal diesen Bereich hier bis dahin, Klick, und dann sind die alle hier in dieses System gezwungen worden. Wir sehen natürlich, da ist viel zu wenig Platz. Ja, das war's zum Thema System- und Seitenumbruch und die Gestaltung des Layouts mit Anzahl der Systeme pro Seite. Vielleicht noch ein Tipp am Ende. Manchmal ist es ganz sinnvoll, dass, wenn man an diese Formatierung und Layoutbearbeitung geht, dass man das Vorhandene einfach mal löscht, also die vorhandene Formatierung, um quasi den Rohzustand nochmal zu haben. Das heißt, man würde unter Layout automatische Umbrüche gehen und mal diese ganzen Dinge hier deaktivieren. Okay, und hätte dann nochmal eine nicht formatierte Stimme. Das gleiche wäre auch hier oben möglich, dass man sagt, man markiert alles und geht hier oben auf dieses Zeichen Formatierung lösen. Und dann hätte man auch den gleichen Effekt alles nochmal auf 0 gesetzt. Dann wären nur die Formatierungen übernommen, die aus der Partitur, zu der diese Stimme gehört, die da schon gesetzt wurden. Und dann könnte man jetzt hier nochmal vorgehen und überlegen, was kann ich jetzt hier händisch von Hand an der Formatierung ändern und verbessern. Das war's auch schon wieder heute aus Alwins Chor- und Komponistenküche. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und ich freue mich auf unser nächstes Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.